Ich grüße euch, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Adlerauge Inspiration, dem Podcast für Heimatforscher und die, die es noch erden möchten. Ich habe heute den lieben Richard wieder dabei, den Weißen Wolf. Wir hatten schon mal einige schöne Themen hier reingebracht und heute gehen wir noch mal ganz tief in unsere Geschichte und gleichzeitig auch in tief zellulären Erinnerungen rein. Deswegen, Richard, danke, dass du da bist. Ich freue mich total. Danke dir auch, lieber Benjamin, für die Einladung. Dir nochmal ein gesundes neues Jahr und lass uns gemeinsam das schönste Jahr kreieren und gestalten. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich danke dir und auch allen Zuhörern. Ein schönes neues Kalenderjahr. So, lieber Richard, ich habe seit gestern Nachmittag einen tiefen Wunsch, ein Thema mit dir zu beleuchten. Ich habe das schon in meinen Kanälen mit reingebracht und habe auch eine ganz schöne Resonanz erfahren, dadurch, dass Menschen doch mit diesem Thema immer stark in Kontakt kommen, weil es auch gegenwärtig ist. Und zwar geht es um diesen irgendwie sehr, sehr, sehr lange schon waltenden Konflikt, sage ich mal, zwischen dem Geordneten, zwischen dem System, zwischen dem, was versucht, Dinge in Schubladen, in Universitäten, in Religion zu packen und auf der anderen Seite das Naturverbundene, das Freiheitsliebende, das Heidnische. Und ich habe heute Vormittag ein Gedicht veröffentlicht, mit dem würde ich gerne beginnen, um auch alle Zuhörer so ein bisschen in das Thema literarisch mit reinzubringen und dann lass uns einfach ein bisschen sprechen. Bist du Sehr bereit? gerne. Ich bin voll da. Schieß los. In Nebelschwaden, wo die Stille thront, wo Wurzeln weben, was ewig wohnt, dort leben sie, die Wächter der Zeit, die Druiden, Hüter der Natur und der Freiheit. In Kreisen saßen sie, das Herz im Hain, wo Eichen rauschten neben dem großen Hinkelstein. Die Erde sprach, die Sterne sangen, und Seelen fanden, wonach sie verlangten. Bis aus dem Süden kam der Krieg, mit Kettenfeuer bis zum Sieg, die Erde knechten, bis das Leben bricht, und im Rauch erstickt das letzte Licht. Die Heiligtümer brannten, im Winde verweht, flog die Asche der Esche als leises Gebet. Mit Eisen schnitt man durch das Heimatland, zerstörte das, was frei bestand. Die Druiden schwiegen, doch weinten sie für Wälder, Steine und die alte Magie, wo sie einst standen mit ihrem Stab, lag verbrannte Erde nun auf ihrem Grab. Doch tiefer noch als jede Macht lag eine Kraft, die ewig wacht, im Schoß der Erde verborgen sacht, ein Herz, das schlägt selbst in dunkelster Nacht, denn was brennt, stirbt nicht allein, in Asche bedeckt bringt es den Samen heim. Die Freiheit schlummert tief verwahrt, bis Menschen bereit und die Erde sich offenbart. Nun ruft die Zeit, sie bricht hervor, das Erbe klingt wie einst zuvor. Die Menschen spüren, was einst war, die Wälder rufen, klar und wahr. Eroberer, auch wenn ihr habt alles verbrannt, die Kraft kehrt zurück mit fester Hand, denn was der große Geist gesät, erblüht, sobald die alte Zeit vergeht. So lauscht den Wurzeln, fühlt ihre Spur, zu alten Zeiten von heiligem Schwur, ein Ruf erklingt aus tiefer Nacht, die heiligen Haine flüstern, bald sind wir erwacht. Die Druiden warten, geduldig sacht, bis das Herz der Welt wieder entfacht. Was einst verwüstet und in Asche gekühlt, erblüht, wenn der Mensch es wieder fühlt. Ja, Oh. lieber Richard, Ja. Benjamin, da legst du aber ordentlich los hier mit diesem Gedicht. Da kommen ja ganze Filme vor mein geistigen Auge hier. das ist schön, denn genau darum geht's mir auch. Du weißt ja, dass wir mit unserem Studio immer gerne möchten, auch irgendwie Bilder hochholen, Impulse auch setzen, um einfach auch Menschen Geschichten sprechen zu lassen, Erinnerungen irgendwie durch ihre Seele nochmal
fließen zu lassen. Und mir kommt immer wieder der Punkt, wo ich mich mit diesen Themen auch unseres Ursprungs und unseren Wurzeln beschäftige, einfach dieser, ähm, ja, so ein krasser Einschnitt. Und aus dem ist auch in den letzten Tagen wieder ja, diese Poesie entstanden, und gleichzeitig auch arbeite ich ja schon an einigen weiteren Bildern und Tönen diesbezüglich und würde da mit dir einfach gerne mal reingehen und auch vielleicht den ein oder anderen Zuhörer dazu einladen, einfach auch mal in sich zu gehen und vielleicht mit durch unseren Dialog so bei sich abzuwägen und zu suchen und am Ende auch zu finden, das, was er so in seinen Zellen noch vorhanden hat. Und Hm. ja, erzähl gerne mal, du beschäftigst dich ja ganz tief auch mit der nordischen Mythologie, mit dem nordischen Schamanismus, mit den Runen. Und da ist halt eben auch diese Zeit, wo es so ein bisschen brenzlig wurde. Und warum ich das jetzt auch mit dir anspreche, ist, wir haben ja heute in der Gegenwart eine ganz ähnliche Situation. Immer wieder diese Kräfte des Nordens mit dem Süden, der Macht, die auch aus dem römischen Imperium und auch vorher aus dieser eher mentalen, gekürten Welt immer wieder auf diese Natur trifft, und die versuchen sich irgendwie zu verbinden und irgendwie auch lieb zu haben, aber gleichzeitig können sie das irgendwie nicht. Das scheint so eine richtig krasse Reibung durch die Geschichte zu gehen. Und ja, was hast du da an Erfahrungen oder auch an Wissen oder auch an deinem inneren Bildern für Hm. uns? Ja, Benjamin, danke für den Raum und für das Thema. Das brennt und lodert schon sehr lange in mir. Einmal das Interesse an unseren Wissenshütern, die Druiden, die Runenkundigen, die Heiden, die freien Menschen, die mit der Natur im Einklang lebten und auch heute noch leben. Es werden täglich mehr. Man spürt, wie die Menschen wieder zurückkehren wollen, wie sie das Kräuterwissen wieder mehr in ihr Leben integrieren wollen, wie die Tinkturen wieder viral gehen, wie die Heilpflanzen wieder ganz neu entdeckt werden, die Bäume aber auch wieder gespürt werden. Wir haben natürlich einen großen Kampf, der in dieser Welt vonstatten geht. Das merken wir natürlich auch an den Gesundheitszuständen der Wälder. Und natürlich hat der Mensch da sehr, sehr viel beigetragen, wenn er mit seinen Harvestern da durchfährt, wenn wir Schneisen in die Wälder reingeben, wenn wir Monokulturen entwickeln, wo es damals gemischte Wälder waren, wo es Eibenwälder gaben, wo die Druiden durchgewandert sind. Durch diese Eibenöle und Düfte in gewissen Jahreszeiten haben sie eine Art Trancezustand bekommen. Die Eibe ist ja ein sehr giftiger Baum. Wenn man die Nadeln essen würde, würde man bei wenigen Nadeln ja sich selber vergiften bis zum Tode. Aber wenn man in den richtigen Jahreszeiten in den Eibenwäldern war, haben die Druiden damals Trance-ähnliche Zustände erlangt, und deswegen waren ja damals schon die Römer auch sehr erpicht, die Wälder zu zerstören, weil für sie war das was Unheimliches. Für sie waren diese Wälder nicht schnell durchgängig, sie waren nicht übersichtlich, sie waren nicht kontrollierbar, sie waren wild, sie waren rau, sie waren mystisch und verborgen, genau wie es die Kelten, die Germanen und das ganze Nordvolk allgemein so ist und war. Und mich hat immer diese Wälder auch wieder gerufen, denn wie du es jetzt schon in deinem Gedicht erwähnt hattest, sprechen die Wälder zu uns. Sie machen uns den Kopf klar. Das, was die Römer und was so viele nicht sehen konnten, ist, dass wenn wir uns in die Wälder begeben, wir automatisch in eine Art Symbiose gehen, schon allein durch diese Öle, die ätherischen Öle der Bäume, die Tamtine, die mit unseren Körpern, mit unseren Synapsen, mit unseren neuronalen Netzwerk des Menschen in eine Symbiose gehen. Wir denken immer, das ist alles Hokuspokus, und also nicht alle. Ich glaube, unsere Zuhörer, die hier mit dabei sind, sind schon alle auf ihrem Weg und werden schon spüren, dass der Wald eine ganz andere Wirkung hat, als wenn ich durch den Straßenverkehr gehe.
Und wissenschaftlich wäre das ja gar nicht möglich, denn das ist ja nur ein Wald und das ist ja nur eine Stadt und wir sind ja getrennt von allem, also hat das ja gar keinen Einfluss drauf, laut Wissenschaft. Aber wenn wir tiefer schauen, wenn wir uns wieder erinnern und auch wieder erden, werden wir sehr klar spüren, dass ein Stadtspaziergang eine wesentlich andere Wirkung hat als ein Waldspaziergang. Und dass ein Wald dein Nervensystem beruhigt, dass der Wald in dir Gefühle hervorholt, weil er in dir Energien wieder freisetzt und dir versucht zu helfen. Ja, auch dieses Bild, dass die Natur nur der Stärkste gewinnt und alles nur Kampf und Überleben ist völliger Blödsinn. Ja, denn alles im Wald versucht einander sich zu unterstützen. Denn dem Wald ist schon sehr schnell klar geworden, dass wir nur gemeinsam stark sind. Dass wir nicht nur hochspezielle Individuen sind, sondern dass wir auch ein Stamm sind, eine Familie sind und dass wir ein Ort sind, der lebendig ist. Ja, und so wirkt jedes Dorf anders, jede Stadt anders und jeder Wald anders, denn überall haben wir ganz andere Ley-Energien, also Erdenergien. Wir haben einen ganz anderen Spirit dort, wir haben einen ganz anderen Geist dort. Und die Druiden wussten über diese Dinge sehr, sehr gut Bescheid. Und auch unsere Runenkundigen, sie wussten darüber Bescheid. Sie haben gewisse Treffen mit den Stammesführern und den Völkern, haben sie an gewissen Orten ganz bewusst gewählt, denn sie wussten über die Energien der Orte Bescheid. Sie wussten über die Bäume Bescheid, zum Beispiel die Linden. Es gab Gerichtslinden und Gerichtseichen. Und wenn du wolltest, dass der Verurteilte ein hartes Los bekommt, dann hat man die Eichen gewählt, denn die Eichen sind die Harthölzer. Es ist ein sehr hartes Holz und sie wirken klar und stark, währenddessen die Linden ein sehr weiches Holz ist, was milde über den Verurteilten gerichtet hat und was über den gesamten Verlauf des Verurteilten ganz anders gewirkt hat. Das sind alles nur so ganz kleine Dinge, die ich hier mal in den Raum geben möchte und vielleicht spürst du, was das in dir für eine Resonanz hochholt, dieses alte Wissen wieder zu hören und davon zu hören, dass das alles noch erhalten ist, egal wie stark und wie doll sie versucht haben, dieses Wissen zu verbrennen, zu jagen, zu unterdrücken, zu foltern. Es ist in den Wäldern wiederzufinden. Denn dort haben unsere Ahnen schon gesprochen, dort sind sie gewandelt, dort haben sie ihr Wissen weitergegeben und haben es auch empfangen. Und das schlummert in uns. Und das ist immer was, was mich nicht mehr loslässt, weiter dort einzutauchen, weiter in diese Welten einzutauchen, um es auch herzubringen in die gegenwärtige Zeitqualität. Denn ich habe so das Gefühl, wir brauchen wieder mehr Verwurzelung, wir brauchen wieder mehr Anker, mehr Gemeinschaft, mehr Stamm, mehr Verbindung zu unserem Ort und zu unseren Brüdern und Schwestern. Das hast du sehr schön gesagt. Auch danke für die ganzen Informationen. Ich finde das sehr wertvoll, indem eben wir die Dinge, die wir fühlen, auch können in so ganz klaren und vor allem auch irgendwie in ein logisches Konzept bringen. Und ich meine auch, dass das so ein bisschen die Thematik die ganze Zeit ist, wo dieser mentale Geist oder dieser Geist, der ständig will eine Ordnung schaffen und ständig versucht, irgendwie alles in eine Schublade zu bringen, der dort gerade auch, was Naturvölker betrifft, indigene Stämme, ja immer wieder an die Grenzen kommt, wenn er sieht, dass egal was er auch macht und wie sehr er auch versucht, die Natur zu unterwerfen, am Ende ja merkt, dass er selber Teil von dieser Natur ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein bisschen dieser Boomerang-Effekt ist jetzt, wo nach so langer Zeit, wo versucht wird, irgendwie dieses Heidentum und diese naturverbundenen Stämme versuchen, in irgendwie ein Schulsystem zu bringen, wenn man es auch so ein bisschen modernisiert ausdrücken möchte, merkt, dass gleichzeitig wir in der Gegenwart genau diese Herausforderungen gerade haben. Also ähm, das Einzigste, was wir noch irgendwie versuchen uns zu bewahren, ist ja noch so ein bisschen Natur, wenn wir jetzt auch die Großstädte ansehen, wenn wir
allein merken, wie weit auch der ganze Bildungsweg, das ganze, ja, die ganze moderne Welt eigentlich abgewandelt wird, wo es doch sehr jetzt in das technische Zeitalter auch geht. Und gleichzeitig merke ich, dass es irgendwie so eine Erfahrung ist, die aber nicht von langer Dauer sein kann. Denn am Ende sind wir weiterhin Mensch. Wir brauchen die Luft zum Atmen. Wir brauchen die Erde, die uns das Essen gibt. Und vermutlich ist das dann der Höhepunkt oder der Zenit, wo wir uns auch gerade befinden, wo wir uns einfach wieder, ja, reevolutionieren möchten. Also wir möchten uns eigentlich ja wieder rückerinnern und gleichzeitig aber diese Erinnerung ja nicht nochmal durchleben, so wie sie damals war, sondern sie irgendwie auch in die moderne Zeit bringen. Und was findest du, also kennst du schon Ansätze, die in diese Richtung gehen? Hast du schon Verbindungen oder Kontakte zu Menschen, die auch schon mit diesem alten Wissen, das du ja auch ähm, unter die Menschen bringen willst, auch schon in einen konkreten Ansatz gehen, also das auch umsetzen können, schon so wie sie es ähm, denken, fühlen? Hm. Ja, also man, man strahlt das ja dann gewisserweise man irgendwann dann auch aus, indem man mehr in der Natur sich aufhält, mehr sich mit diesem Wissen wieder beschäftigt. Man verändert ja seinen Sender und seinen Empfänger und dadurch erreicht man natürlich oder trifft Menschen, die ähnlich schwingen, ja, die sich mit Mhm. diesem Wissen ja auch schon lange auseinandersetzen und man verbindet sich ja und man vernetzt sich ja schnell. So haben wir uns ja auch ganz schnell gefunden, Mhm. Benjamin. Das ist ja, das kann man nicht planen, sowas, ne? Ja. Man trifft die Menschen, indem indem man bereit für sie ist. Ja, und genauso ist es mit dem alten Wissen, genauso ist es mit dem Heidentum. Wenn man sich damit auseinandersetzt, öffnet man Türe und Pforte, um auch diese Menschen in sein Leben zu lassen. Und ich habe so auch das Gefühl, umso länger ich mich mit diesen Dingen auseinandersetze, dass man gewisse Menschen immer erst dann trifft, wenn man in dieser Frequenz, in dieser Schwingung ist. Das Mhm. ist immer so. Man hat immer so das Gefühl gehabt, man ist alleine. Ja, ich treffe immer viele, die denken so, boah, wir sind so wenige und wir sind allein. Es ist nur ein Übergang. Es ist dieser Übergang von den neuen Welten. Wenn du in einem Prozess bist, wo du noch nicht abgeschlossen bist, bist du in einer Art Gang, in einer Art Weg, in einer Art Tal. Wenn du dann aber dieses Wissen erlangt hast, wenn du diesen Prozess abgeschlossen hast, betrittst du eine neue Schwelle und wenn du diese neue Schwelle umschritten hast, triffst du auch deine Begleiter, triffst du auch die Menschen, die auch diesen Weg gegangen sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die auch in diesem Bewusstsein sind. Mhm. Und das war ja, also da triffst du ja genau den Punkt, wo früher oder gerade in den Geschichten, die wir auch irgendwie in uns tragen mit den Bildern, natürlich Menschen, wenn sie mal abseits der Wege kamen oder auch einen Prozess hatten, sich natürlich genau in diesen heiligen Plätzen auch versammeln konnten. Also ich kann mir gut vorstellen, nach meinen inneren Bildern, dass auch Familien, wenn es Themen gab, also all das Menschliche, das ja heute auch noch da ist, und dann sind die Menschen halt nicht zum Psychiater gegangen oder zum Arzt oder zum, was weiß ich was, welchem Berater sondern sie gingen halt wirklich in diese heiligen Plätze und ließen sich halt einmal natürlich durch die Plätze reinigen und gleichzeitig natürlich auch durch die Menschen, die darüber gewacht haben. Und das war natürlich dann sozusagen die natürliche Apotheke des Stammes. Also so kann ich mir vorstellen, wie ja auch Naturvölker, teilweise indigene Stämme ja, wie wir sie aus Südamerika kennen. Und darüber habe ich ja auch so ein bisschen die Informationen, die sie ja natürlich auch nach Europa brachten, weil sie sagen, sie lebten ja auch schon über Tausenden von Jahren in der Natur, mit der Natur und hatten bis dahin ja auch weder Krankenhäuser, weder Parlamente, wo Regierungen gefasst wurden, sondern es gab ja immer einen organischen, also eine Organisation, ja, das ist ja das Organ, das Organische ist ja genau diese Organisation, die wir auch aus unserem Körper kennen. Also es muss eine höhere Intelligenz da sein und ich habe so das Gefühl, dass
im Laufe der Zeit einfach gerade die zivilisierte Welt, die dann alles in Beton haut und alles in Stein meißelt und alles aufbewahren will und alles sammeln will, irgendwann auch das Vertrauen verloren hat zu dieser höheren Intelligenz, und sie haben sich zwar noch ätherische geistige Götter geschaffen und irgendwo ganz weit in irgendwelchen Hyperräumen, aber haben irgendwie nicht mehr Mutter Erde und der Natur diese höhere Intelligenz zugesprochen. Also, wie findest du, resoniert das? Du sprichst mir da auch wieder sehr aus der Seele, mein lieber Benjamin. Und genauso ist es. Die Hexen, die Wölvers, die Zaunreiterinnen, sie waren die Hebammen der damaligen Zeit. Und auch die Druiden waren die Kräuterkundigen. Sie waren die, die den Stämmen geholfen haben bei Not, bei Leid. Sie konnten die Zeichen des Wetters deuten. Sie konnten gewisse Kataklysmen deuten. Sie konnten alles verstehen, weil sie das große Ganze gesehen haben. Und die Hexen waren nicht diese bösen dargestellten Dämonenweiber, sie waren freie Urfrauen, sie waren Urweiber, Mhm. sie waren verbunden mit der Natur, sie halfen den Gebärdenden, sie halfen den Müttern, ihre Kinder sicher, gesund auf die Welt zu bringen. Und das ganze Wissen über die Kräuter ist, wie du es schon gesagt hast, Jahrtausende alt. Ja, und in den indigenen Stämmen natürlich noch enthalten, auch in den sibirischen. Dort ist auch der Schamanismus noch als eine frei wählbare medizinische Behandlung zu wählen. Und ein großer Mhm. Teil der Bevölkerung, die gehen immer noch zu einem Schaman, zum Kräuterkundigen, zu einem Wissenden, um sich dort behandeln zu lassen, bevor sie die Schulmedizin wählen. Ja, und wie es der Name schon sagt, die Schulmedizin, wer weiß, wie alt sie ist, ich glaube zwischen 150 und 200 Jahren, wenn du dagegen die Alternativmedizin, was eigentlich die Urmedizin ist, die Pflanzenmedizin, die Energiemedizin siehst, die Jahrtausende alt ist, wäre das der Ursprungspfad, ja? Wäre das eigentlich äh, der normale Weg, sich behandeln zu lassen. Und die Alternativmedizin wäre eigentlich die Schulmedizin, die erst in ihren Kindern Füßen steckt. Und wie das damals auch schon bei den Quacksalbern waren, die ersten Mediziner waren die sogenannten Quacksalber, die mit Blei und Quecksilber die Menschen vergiftet haben, obwohl sie Mhm. dachten, sie heilen sie damit. Ich hatte mir damals wirklich Bücher angeschaut, wie auch unsere Schulmedizin angefangen hat, mit sehr, sehr viel Brutalität, mit sehr, sehr viel, ja, mehr am Menschen zu experimentieren, anstatt wirklich also ich will den Menschen ähm, nichts Schlechtes vorurteilen oder so. Das möchte ich nicht machen. Ich glaube, viele haben auch wirklich den Sinn und die große Mission, wirklich Menschen helfen zu können. Aber wie sich diese ganze Schulmedizin entwickelt hat, ich glaube, das konnten wir alle in den letzten Jahren sehr, sehr gut sehen, dass es da nicht an der ersten Stelle um das Menschenwohl geht, sondern eher um den Profit, um das Mhm. Geld und wie kann man auch noch ja, gewisse Nebenwirkungen mit rein integrieren, um auch möglichst lange von den Menschen zu profitieren. Und das ist nicht der Weg, den unsere Ahnen gegangen sind, nicht der Weg, den die Hexen, die Druiden gehen, denn sie wussten darum, dass es wichtig ist, dass ein Stamm gesund ist. Sie wussten darum, dass es wichtig ist, dass der Geist, der Körper und die Seele gesund ist. Mhm. Und dann, also zurückführend auf die Geschichte, wird das dann vermutlich auch der Grund sein, warum diese Eroberungsfeldzüge gemacht wurden. Also es ging da ja auch um Macht, es ging um noch Erweiterung, also um noch mehr Erweiterung des Imperiums, um irgendwie noch mehr Größe, und gleichzeitig aber auch hat es sehr, sehr tiefes Wissen auch, ja, einfach verschlungen in sich. Und ich habe auch dadurch, dass ich gerade auch die Recherchen bezüglich dieser nordischen Geschichten, des Ursprungs, ja auch sehr recherchiere und in meinen Filmen abbilde, habe ich auch darin immer wieder erkannt, dass diese ganzen Eroberungsfeldzüge gleichzeitig auch von diesen Wissenden und Wächtern der Haine ja auch in gewisser Art und Weise vorausgesehen haben. Ich kann mich da erinnern, da gibt's eine Folge auch bei Asterix und Obelix, wo der Druide durch einen Vogelschwarm oder durch irgendwelche Bewegungen in der Natur auch erkannt hat,
dass sich gerade ein Unheil auf sie zubewegt. Und ich meine, das ist jetzt nicht nur für einen Zeichentrickfilm und so nett gemacht in einer Märchenform, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass diese Menschen, also sowohl die sogenannten Hexen und die Druiden auch über Fähigkeiten besaßen, dadurch, dass sie ja getragen wurden von dem Stamm, sich komplett wirklich auf dieses Vorhersehen und auch in einer gewissen Art und Weise diesen tiefen Blick, also sich bilden konnten. Denn wenn du getragen bist von diesem Organismus, wo du nicht zur Arbeit gehen musst, wo du nicht schauen musst, wie du deine Familie durchbringst, sondern du einfach auch, genau, und darauf wollte ich hin, einfach auch geehrt wurdest in deiner Rolle und in deiner Fähigkeit, die du für den Stamm bringst, dann kannst du auch zu einem größeren Wohl dienen. Und ich habe da halt auch erfahren, und ich bin gespannt, wie das mit deinen Wissen und mit deinen Erzählungen auch resoniert ist, dass die Menschen das zwar wussten, dass diese Eroberungen stattfinden werden und dass sie sozusagen überrannt werden, und gleichzeitig sahen sie es aber als einen größeren Prozess für die gesamte Menschheit, dass es wichtig ist, dass die Menschheit das auch mal erlebt. Also sie haben sich in gewisser Art und Weise auch, so wie es Mutter Erde ja auch tut, den Prozessen der menschlichen Entwicklungen hingegeben, um am Ende in dieser Erfahrung das Ganze münden zu lassen, dass sie halt auch mal auf Abwägen gekommen sind. Und wir kennen das ja auch in der Bildung, wenn man Vater ist, wenn man Mutter ist, dass die Kinder ja auch einfach oft Erfahrungen machen müssen, auch wenn man sie vielleicht als Erwachsene nicht immer für richtig oder für gut hält, aber es wichtig ist, dass man das ja erfahren kann. Und so sollen es wohl auch diese sehr weisen und naturverbundenen Stämme ähm, ja, vollzogen haben. Nichtsdestotrotz haben sie sich natürlich auch gewehrt, denn wie gesagt, wir sind ja nicht nur Geist, sondern auch Mensch und wir haben auch Familien und auch da sind Männer natürlich zusammen und das war ja einer der wenigen Momente, wo die keltischen Stämme, wenn ich es richtig verstanden habe, auch verbunden waren zusammen, wobei sie sich oft auch gegenseitig gerne mal gerauft haben und nicht immer einer Meinung waren, aber doch in dieser einen Angelegenheit waren irgendwie die naturverbundenen Stämme dann eins. Und das scheint doch ein sehr wichtiger Leitsatz auch zu sein, den wir ja auch heute irgendwie in der Gegenwart gerade sehr wahrnehmen, wo wir merken, okay, bestimmte Nationen, bestimmte auch Entscheidungsträger verbinden sich gerade auch aus einem bestimmten Anlass, um eben nicht weiterhin in den Abgrund, sage ich mal, zu laufen und weiterhin Chaos und Krieg voranzubringen. Ja, genau. Hm. Oh, du bringst hier so schöne Räume rein. Ich muss leider aber sagen, die Kelten konnten sich nicht so ganz gegen dieses römische Empire wehren. Es waren wirklich die Germanen, die Mhm. im Teutoburger Wald vereint gegen die Römer antraten. Obwohl die Kelten und die Germanen schon ein Brudervolk waren und sind und auch die Naturverbundenheit und auch die Götter, die sie anbeteten, sie haben wirklich Ähnlichkeiten und sie waren sich sehr nah, ja, mit der Mhm. Naturverbundenheit, mit dem alten Wissen. Und du hast sehr viele Themen hier gerade angesprochen, Benjamin. Du gibst hier gerade wieder ein riesengroßes Feld. Ich glaube, wir könnten mehrere Podcast-Episoden zu diesem Thema machen. Weil, wo fängt man dann an? Wo hört man da auf, ne? Wir machen, das können wir wirklich am besten so, wirklich vielleicht ein Format jetzt finden, wenn wir uns dann auch treffen, dass wir wirklich mal schauen. Wir planen ja jetzt auch in Deutschland, das kann ich ja jetzt dazu sagen, auch so eine Art Tafelrunde, gerade zu den geschichtlichen, historischen Themen, wo wir das, glaube ich, denke ich mal, auch mit anderen Menschen erläutern können, weil es ist ja auch wichtig, so verschiedene Blicke drauf zu haben, denn ein Historiker hat so seinen Blick natürlich mehr aus dem mentalen Geist und dann gibt es halt Menschen auch wie wir, die das auch ein bisschen natürlich erspüren möchten. Ich glaube, gerade die Kombination macht so ein bisschen aus. So, wo ich halt nochmal hinführen möchte, ist auch, also hast du auch das Gefühl, dass die Menschen irgendwie diese Erfahrungen auch, um auch so ein bisschen das Schmerz und den Leid und den Kampf rauszunehmen, auch irgendwie bewusst diese Erfahrung mitgetragen haben? Also Hm. gerade auch das, was mit den Hexen, mit den ganzen
kräuterkundigen Weibern passiert ist. Also das ist schon heftig. Und ich habe auch Ja, immer wieder das Gefühl, das ist ja bis heute, also fast mit jeder, die ich gesprochen habe oder auch reingefühlt habe, merke ich, da ist so eine gewisse Blockade, da ist so ein gewisser Urschmerz drinnen, warum beispielsweise auch Frauen heute die Schwierigkeit haben, nochmal dieses Urweibliche auch zu zeigen, gerade auch voll. in gewissen Thematiken, da merke ich immer wieder, okay, da ist wie fertig und da übernehmen wirklich mehr so die Männer dann wieder die Führung, vermutlich auch um den Raum wieder zu gestalten, auch vielleicht durch uns jetzt so einen gewissen sicheren Raum reinzubringen, aber gerade so dieses alte geheime Wissen, was ja am Ja. Ende auch die Heilung der Ah, damaligen also Zeit war. da gehe ich gerne jetzt mit drauf rein, Ja, Benjamin. Lass uns da, ich versuche einen roten Faden hier zu finden ja. und gemeinsam mit dir reinzugehen. Also du hattest zu Beginn ja erwähnt, dass ja auch schon in Asterix von diesen Krähen diese Deutung, dass Unheil auf dem Weg ist. Sie haben damals ja Deutung von Steinen, von Bäumen, von Tieren und Pflanzen. Sie haben die Zeichen gelesen, ja. Und sie haben von diesem großen Umbruch gespürt, wie auch die Native Spirits, die Indigenen, die Indianer, ja auch gespürt haben, es kommt der Wandel, ja, durch den weißen Menschen mit Kolumbus und allem. Sie haben gespürt, es kommt eine Erfahrung. Und ich habe mich immer gefragt, warum spirituelle Völker, wie zum Beispiel auch die Inder, die wurden von den britischen Eroberern, die wurden eingenommen mit einem Handschlag. Ja, da gab es nicht groß Gegenwehr, da gab es nicht groß hochgerüstetes Militär. Die waren auf völlig spirituelle Einstellungen eingestellt. Natürlich hatten die ihre Konflikte und wir sind trotzdem Mensch, dreidimensional und wir raufen, wir vertragen uns, aber darauf möchte ich gar nicht hinausgehen. Die ich habe mich oft gefragt, auch in meinen Kreisen, warum es immer die spirituellen, bewussten Gruppen immer so hart erwischt hat. Wo war Mhm. da dieser Schutz? Wo war da die geistigen Helfer? Das war lange Zeit in mir ein ganz, ganz großer Konflikt, weil ich mir auch dachte, so, Karl der Große, ja, der letzte Sachsen-Schlächter, hat Mhm. er die letzten letzten Sachsen, die letzten Germanen, ja, da abgeschlachtet, die sich nicht der Wüstenreligion unterworfen haben. Mhm. Wie macht das Sinn? Ja, wie macht das Sinn? Wo sind da unsere Geister, unsere Spirits? Aber du hast es schon angesprochen, wir haben eine Zeit des Kali Yugas aus dem Indischen oder des Ragnaröks erlebt. Mhm. Ja, und es wurde in der Edda, es wurde in den großen Mystiken, Mythologien, es wurde in den Zeichen, in der Zeitqualität gelesen, dass der Mensch genau diese Erfahrung braucht, die dunkelste Stunde der Seele braucht. Ja, und die Erde hat sich auch darauf eingestellt, weil sie wusste darüber, dass genau wir als Mensch, wir als Seele, großes Kollektiv genau diese Erfahrung brauchen. Wir brauchen die goldenen Zeitalter, in dem wir dieses Einheitsgefühl haben, in dem wir unsere Kräfte bewahrt sind, bewusst sind. Und um das auch wieder wertschätzen zu können, brauchen wir natürlich auch die dunkelste Stunde in der Zeit, in dem wir getrennt sind von dem Einheitsgefühl, getrennt sind von unserer Kraft. Du hast ja es auch angesprochen bei vielen Frauen und das ist auch eine ganz große Aufgabe. In meiner Vision ist es wieder das bewusste Mannsein und das bewusste Weibsein wieder ins Leben zu holen. Das heißt, den Menschen wieder die Eigenermächtigung zurückzubringen über dieses Urtrauma der Hexenwunde hinaus. Ja, Mhm. denn das ist in unserer DNA gespeichert. Das ist Fakt, dass viele Menschen ihre Eigenverantwortung abgeben, weil sie diesen Schmerz der Folter Ja, des Christentums in sich noch drinne haben. Man genau. muss sich ja wirklich überlegen, das Christentum, und ich war selber evangelisch und ich weiß, dass es eine gute Botschaft drinne hat und ich weiß, das triggert ganz, ganz viele Menschen. Aber man muss sich wirklich bewusst werden, es ist noch nicht bis heute geschehen, dass eine ordentliche Entschuldigung, ja, wirklich in Mhm. den Raum mal geworfen wurde für das Leid, was die Kirche den Heiden angetan hat, ja, wie Mhm. viele Frauen sie verbrannt haben und Menschen gefordert haben. Das, das geht mit mir nicht in Resonanz mit den Lehren von Jesus, ja. Das geht mit mir einfach nicht in Resonanz mit der Natur im Einklang zu leben, miteinander zu leben. Und ich glaube,
Wir dürfen uns unserer Wurzeln bewusst werden, denn dort finden wir wahre Erfüllung, Spiritualität, Liebe. Und das haben schon viele geschrieben, in den größten Religionen ist es wie ein Stein, der in den Fluss geworfen wird. Natürlich bist du von außen umgeben von Religion. Ich bin heilig, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Aber wenn du den Stein aufbrichst, im Inneren ist er trocken. Die Mhm. Menschen, die sich solchen großen Religionen hingeben, sie erfahren es nicht in ihrem Innern. Denn du wirst es nur erfahren, wenn du selber dir erlaubst, dich zu öffnen, dem Göttlichen, der Verbundenheit, der Liebe, wenn du eigens ermächtigt, ohne Erlaubnis, ohne den Gebet richtig auszusprechen, es aus deinem Herzen fließen lässt, dann spürst du diese Liebe, diese universelle Liebe und Erfahrung. Und das darf jetzt auch triggern, das darf dich jetzt auch vielleicht auch mal sich unangenehm anfühlen, aber du wirst es spüren. Wir sind, wir sind dafür da, unsere eigenen Erfahrungen zu machen. Wir sind dafür da, mit der Natur zu leben und die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und aus den Ragnarök jetzt wieder rauszukommen in eine neue Zeit des Lichtes, des Bewusstwerdens und der Liebe. Hey, das hast du sehr, sehr, sehr schön jetzt zusammengefasst. Und genau den Grund erreicht, also jetzt bin ich genau auf den Punkt gekommen, was auch mein Wunsch war für diesen Podcast. Es geht wirklich darum, einfach auch zu erkennen, und da brauchst wirklich diesen Moment, zu sehen, dass ja ganz Mitteleuropa und Nordeuropa einfach diese sehr, sehr, sehr traumatische Zeit hinter sich hatte. Ich werde darüber auch in dem Format die Box-Saga berichten, wo es auch mehrere Ragnaröks am Ende auch also gegeben hat. Natürlich auch Natur, ähm, also aus der Natur heraus geschaffene, durch Eiszeit, durch verschiedene natürlich auch klimatische Bewegungen, die vollkommen natürlich auch ein Prozess der Natur abbildet, aber eben genau diesen einschlagenden Punkt, der auch nicht so lange her ist und sogar geschichtlich auch belegt, wo wirklich, ja, man kann schon sagen, Genozid der nordischen Völker durchgeführt würde. Und mich würde es sehr freuen, wenn mehr Menschen gerne auch dazugehend ihr Wissen teilen, natürlich auch ihre Forschung teilen, denn ich glaube, das ist einfach der Verdauungsprozess für den europäischen Geist. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen eben das noch nicht ganz einmal durchlebt, schon natürlich, aber über Generation und Generation wurde das so verschleppt und mitgetragen. Und ich meine, schau mal, wenn du einem Stamm oder einem Volk die kompletten heiligen Städte nimmst, die Brauchtümer nur mehr in einer gewissen geheimen und teilweise auch okkulten Form nur mal weitergeführt werden können im Verborgenen, weil sie natürlich in der Gewissheit sind, in der Verbundenheit mit dem, was sie über Tausende von Tausende Jahre praktiziert haben. Und dann entsteht natürlich im Laufe von Generation und Generation schon ja, so ein verdrehtes Bild auch, was ja auch teilweise heute dann so ein bisschen gezeigt wird, dass Heiden sich irgendwie an Friedhöfen treffen oder keine Ahnung, irgendwie alle Heiden Heavy Metal Musik hören und irgendwie Blutrituale oder keine Ahnung was machen, weißt du? Und Ja, das ist ja immer der Punkt, das ist immer wieder diese Trennung zwischen dem Guten und dem Bösen, was ja auch dieses römische Imperium durch seine Vorlage gebracht hat. Und am Ende haben wir das ja auch heute noch, sei es im Bildungssystem, sei es in Regierungen. Wir haben immer diese Opposition, wir haben immer diese Spannung, und ich meine wirklich, dass der Mensch so langsam müde wird, also ich glaube schon längere Zeit müde wird und gleichzeitig, wie du so schön gebracht hast, durch all die Hoffnung, die im Außen stirbt, dann irgendwie eine Gewissheit nach innen führt, und diese Wurzeln, die nach innen gehen, die auch diese alten, also Orte wieder also neu erblühen, weil wenn wir denken, auch wenn sie den größten Baum niedergebrannt haben, es waren trotzdem noch die Wurzeln da, und jede Wurzel schlägt irgendwann dann wieder an einem anderen Ende aus, wo sie merkt, okay, da ist wieder Nahrung, da sind wieder die richtigen Werte da, die richtigen Rohstoffe. Und so habe ich auch das Gefühl, dass altes Wissen nun in neuer Form, und da kann ich auch ganz klar, das, was wir hier gerade machen, das ist irgendwie so eine Renaissance einer alten Zeit in ja, modernen Kleidern. Das haben wir ja vorher auch besprochen.
Und es ist ja schön, wenn wir Menschen einfach dafür inspirieren können, irgendwie dadurch auch wieder anfangen, keine Ahnung, alte Lieder zu singen, wieder Heimatliebe nicht nur in Form von Patriotismus auszuleben, sondern wirklich in Form ähm, von Familie, von Stammesbildung, von Naturverbundenheit. Und dann haben wir am Ende ja die wenigen Werte, die wir als Menschen brauchen, um ein erfülltes Leben hier auf der Erde auch zu führen. So habe ich den Eindruck und habe auch ähm, ja schon ein Gefühl dafür, dass wir das Ganze sehr reduzieren können auf die Essenz und da helfen uns doch auch dieses Wissen und gleichzeitig auch diese Erinnerungen weiter. Ja. Ja, zurück zur Stammeskultur, zurück zur Gemeinschaft, wieder in die Verbindung mit der Natur, Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, wir bringen das schön in die Welt, mein lieber Benjamin. Und ich möchte jeden, der hier mit dabei ist und zuhört, gerne einladen. Ja, erlaubt es euch, euch wieder zu verbinden, erlaubt es euch wieder aus dem Herzen zu reden, euch wieder in den Jahreskreis treffen, zu begegnen. Wir werden mal in Zukunft noch einige Projekte hier mit teilen. Mit Benjamin habe ich ja auch einiges vor. Und ja, wenn ihr da irgendwas braucht, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Denn wir folgen diesem Ruf, der in uns einfach schlägt, in unseren Genen. Und wie es auch schon der weiße Wolf so sagt, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich wirklich jetzt hier in Podcast-Gesprächen mit dabei bin, auf Bühnen stehe. Bei mir kommt es ist wie eine Art Erinnerung, die ausgesprochen werden möchte, weil Mhm. sie jetzt bereit ist, gehört zu werden. Und da spreche ich wirklich jeden einzelnen von euch an, weil jeder in sich hat eine Begabung, jeder von euch hat ein wundervolles Licht und das darf hier in diese Welt scheinen. Und erlaube es dir wieder wirklich in deine Eigenverantwortung zu gehen, Dinge umzusetzen, dein Wissen anzuwenden, denn es wird diese Welt zu einem besseren Ort machen. Dankeschön für die schöne Zeit und danke für den Wunderbar. Raum. Ich danke dir. Du hast genau das auch gerade gemacht, das schöne Schlusswort, worum ich dich wollte beten. Es passt wieder mal wunderbar, lieber Richard, und da möchte ich auch noch mal den letzten Vers des Gedichts noch mal bringen, um das Ganze genau jetzt noch mal abzurunden, worin steht: Was einst verwüstet und in Asche gekühlt, erblüht, wenn der Mensch es wieder fühlt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ja eine gute Zeit, viel Regeneration jetzt nach unserem Podcast und bis aufs nächste Mal, Richard. Ich freue mich schon, wenn wir uns jetzt bald in Form begegnen und uns austauschen und ja, wünsche uns allen eine wunderbare Zeit und ja, eine, vor allem eine sehr wunderbare Zukunft im Stammesbewusstsein. Und deswegen danke an euch und danke, Richard, dass du da warst. Bis bald. Alles Liebe. Danke für die Einladung, Benjamin.